Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem neuen Objektiv hier, und zwar das Tamron 25 bis 200 mm Super Zoom, will ich es mal nennen, mit der Offenblende 2.8 bis 5.6. Ich habe das Objektiv sehr zeitnah bekommen, also ich habe das erst seit ein paar Tagen, deswegen für das ausführliche Review, da wird es noch ein extra Video geben. Ich wollte das Ganze aber mit dem neuen Sigma 20 bis 200 vergleichen und habe da auch noch das alte Tamron, das 28 bis 200 mm Objektiv mit reingenommen und wollte euch das jetzt einfach mal kurz vorstellen. Heute ist der Embargo Day, also wenn ihr das Video seht. Deswegen möchte ich euch dazu ein bisschen was erzählen. Ich habe hier meinen Laptop, ich habe Beispielaufnahmen gemacht. Wir werden uns da die Schärfe anschauen über Brennweitenbereiche und über Blendenwerte. Und ich möchte euch zuerst aber kurz sagen, was viele interessiert, und zwar die Blende über die Brennweite. Das heißt, ihr habt ja bei einer gewissen Brennweite eine bestimmte Offenblende, die möglich ist mit dem Objektiv, und das blende ich euch entweder hier mal ein oder ich mache das als Komplettscreen. Da könnt ihr die Werte mal kurz gucken. Wir sind hier also bei 25 mm bei 2.8, bei 27 mm seid ihr da bei Blende 3.2, bei 34 mm seid ihr da bei Blende 3.5, bei 41 mm sind wir dann bei Blende 4, 54 mm Blende 4.5, 73 mm seid ihr da bei Blende 5 und ab 96 mm seid ihr bei der Blende 5.6. Ich habe das Ganze an der Sony A1 getestet. Vielen Dank hier nochmal an fotoprofi.de, die mir die Kamera zur Verfügung gestellt haben. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach mal die Schärfe an. Wie gesagt, ich habe es mit dem Sigma 20 bis 200 verglichen, das ist ja auch neu, und dem alten Tamron 28 bis 200 mm. Ich habe die Bilder hier auf dem Laptop, wir gucken uns die einfach mal an. Alle Bilder sind komplett unkorrigierte RAW-Files, damit wir eben einen direkten Vergleich davon haben. Das Sigma bietet untenrum natürlich 20 mm. Ihr seht es hier jetzt gerade mal im Bild, das ist natürlich schon deutlich mehr Weitwinkel als jetzt hier die 25 mm oder sogar die 28 mm vom alten Objektiv. Für den Vergleich, also das Sigma ist natürlich nicht so lichtstark. Ihr fangt da bei einer Blende 3.5 an statt 2.8 und auch oben raus geht es bis zur Blende 6.3 und bietet euch da nicht die Blende 5.6. Also da ist es ein bisschen lichtschwächer, aber dafür eben mit einem größeren Brennweitenbereich. Zum Vergleich habe ich aber die Brennweiten so ausgewählt, dass es natürlich vergleichbar ist. Also wir beginnen bei 25 mm, gehen dann auf 28 mm, 50 mm, 135 mm und dann oben die 200 mm. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Beginnen wir mit dem neuen Tamron gegen das neue Sigma bei 25 mm. Und meiner Meinung nach ist hier das Tamron bei Offenblende 2.8 schon leicht schärfer als das Sigma bei Blende 4. Das Sigma ist bei 25 mm schon bei Blende 4, deswegen geht es da nicht offener. Man muss ja aber auch schon sehr deutlich hinzoomen. Also hier im Vergleich bin ich bei 300%, wo ich das dann angucke, damit ich da eben einen guten Unterschied erkennen kann. Wenn ihr das Ganze bei 100% anschaut, dann muss man da so ehrlich sein, da werdet ihr nur sehr wenige bis gar keine Unterschiede erkennen können. Wie gesagt, das Tamron ist hier leicht schärfer, hat aber etwas mehr mit chromatischer Aberration zu kämpfen, was man hier ab und an auch mal wieder in den Bildern sehen wird. Es ist aber relativ leicht zu korrigieren, also das könnt ihr im Lightroom mit einem Klick alles entfernen. Wenn ich das Tamron dann auf die Blende 4 bringe, dann wird es hier noch einen Tick schärfer. Blenden wir noch eine Stufe ab auf 5.6, dann wird auch das Sigma noch mal besser. Es reicht aber immer noch nicht ganz für die Schärfe vom Tamron in der Mitte oder im Außenbereich, also beim Weitwinkel bei den 25 mm, da ist das Tamron schon besser. Bei 50 mm zeigt sich ein ähnliches Bild. Das Tamron ist hier bei Blende 4, das Sigma bei Blende 5, und auch hier sehe ich einen leichten Vorteil vom Tamron. Leicht abgeblendet, beide Objektive dann auf Blende 5.6 wird es schon schwieriger. Also hier würde ich dann sagen, beide befinden sich auf demselben Niveau. Das Sigma ist vielleicht noch sogar ein Tick schärfer außerhalb von der Mitte. Also es ist so, das Tamron ist in der Mitte scharf, wird nach außen hin ein bisschen schwächer. Beim Sigma ist genau andersrum. Das ist nicht so scharf in der Mitte wie das Tamron, wird aber nach außen hin ein bisschen schärfer sein als das Tamron. Bei 135 mm habe ich dann beide Objektive direkt mal auf die Blende 6.3 gestellt. Hier würde ich sagen, da geben sich beide Objektive erstmal nicht viel. Außerhalb der Bildmitte ist das Sigma dann aber wieder ein gutes Stück schärfer. Das zeigt sich auch im gesamten äußeren Bildbereich. Abgeblendet auf Blende 8 sieht es dann so aus, dass das Tamron in der Mitte noch ein Tick schärfer ist, das Sigma aber dafür im äußeren Bereich auch weiter punkten kann. Also ihr habt da so den Fall, das Tamron ist in der Mitte scharf, das Sigma ist da nicht ganz so scharf.
Das Sigma ist dafür außen ein bisschen schärfer als das Tamron. Und auch bei 200 mm, da bietet uns das Tamron immer noch eine Blende von 5,6. Das Sigma ist hier natürlich bei der Blende 6,3, wie auch schon bei 135 mm. Und ja, trotz der Offenblende, wo das Tamron hier bei Blende 5,6 ist, sieht die Mitte meiner Meinung nach einen Tick schärfer aus. Nach außen ist das Sigma auch mit der Blende 6,3 dann einen kleinen Tick besser. Blendet man das Tamron dann auch auf die Blende 6,3 ab, dann zeigt sich in der Bildmitte noch etwas mehr Schärfe beim Tamron eben, also da kommt das Sigma dann gar nicht mit. Auch außen nimmt hier dann die Schärfe zu, aber ja, man muss sagen, das Sigma ist außen halt schon wirklich sehr gut. Und wenn wir beide Objektive dann auf die Blende 8 bringen, dann wird es schon wirklich schwieriger. In der Bildmitte würde ich sagen, liegen beide Objektive gleich auf. Außen ist das Sigma immer noch ein Tick schärfer. Zusammengefasst kann man sagen, das Tamron ist im Weitwinkel bei 25 mm über den kompletten Bildbereich etwas schärfer, also besser. Sobald man aber etwas mehr Brennweite reinbringt, dann ist es so, das Tamron ist in der Bildmitte schärfer, eigentlich auch komplett oder zumindest gleich scharf. Außen ist das Sigma aber dann schärfer. Vor allem, wenn ihr da ein bisschen was abblendet, dann nimmt auch das Sigma in der Mitte zu, das Tamron natürlich auch, aber außen ist das Sigma dann schon wirklich gut. Also da ist es dann ein Tick schärfer als das Tamron. Wie gesagt, man muss hier aber wirklich schon sehr genau hingucken, um die Unterschiede zu erkennen. Also ich gucke normalerweise keine Bilder bei 300% an und in der 100% Ansicht, da wird es dann schon wirklich sehr eng. Also ihr macht mit beiden Objektiven meiner Meinung nach nicht wirklich was falsch. Und wenn wir jetzt hier noch einen kurzen Blick auf den Vergleich vom alten Tamron zum neuen Tamron werfen, dann haben wir hier 28 bis 200 mm gegen 25 bis 200 mm. Beide bieten euch eine Offenblende von 2,8 im Weitwinkel und 5,6 rum außen. Wir vergleichen das Ganze natürlich hier dann bei 28 mm, weil das 25er, also die 25 mm, die bieten euch dann natürlich ein bisschen mehr Weitwinkel, aber wir wollen natürlich einen fairen Vergleich bei derselben Brennweite veranstalten. Und für den Vergleich beginnen wir dann eben bei 28 mm und da ist das neue Tamron schon bei der Blende 3,2, also nicht mehr bei der Blende 2,8, sodass ich für den Vergleich direkt mal auf die Blende 4 gegangen bin, dass wir das hier eben fair vergleichen können. Und meiner Meinung nach befinden sich hier beide auf demselben Niveau. Vielleicht gibt es einen kleinen Vorteil für das neue Tamron. Gerade im äußeren Bereich hat man da ja ein bisschen mehr Schärfe. Abgeblendet auf 5,6 zeigt sich das dann noch ein bisschen deutlicher. Also hier hat Tamron eine gute Arbeit geleistet und das neue Objektiv besser gemacht. Bei 50 mm und Blende 4 zeigt sich auch hier ein Vorteil für das neue Tamron. Egal ob in der Bildmitte oder im Außenbereich, hier bietet das neue dann ein Tick mehr Schärfe. Bei 135 mm und Blende 5,6 schneidet auch hier das neue Tamron in der Bildmitte etwas besser ab. Auch außen zeigt sich das dann. Also auch da sieht alles sehr gut aus. Bei 200 mm, da ist es dann doch wirklich nochmal etwas deutlicher. Auch hier, ob Mitte oder außen, das neue Tamron performt hier dann doch ein gutes Stück besser als das alte Objektiv. Man kann also sagen, in dem Vergleich ist das neue Tamron dem alten eigentlich überall überlegen, sag ich mal, in der Bildschärfe. Es ist eben so, das alte bietet euch bei 28 mm noch die Blende 2,8, das neue da schon Blende 3,2. Muss man halt so ein bisschen, ja, für sich beachten. Alles in allem macht das neue Tamron auf jeden Fall einen guten Job. Ihr bekommt es für 849 € und das ist 50 € günstiger, als ihr das Sigma bekommen könnt. Das Sigma 20 bis 200 mm, das kostet 899 €. Jetzt ist es wirklich so, da muss man so ehrlich sein, beide Objektive performen auf demselben Level. Ich würde da wirklich ausmachen, ihr müsst mit euch ausmachen, wollt ihr mehr Brennweite? Das Sigma bietet euch da doch ein gutes Stück mehr Weitwinkel oder wollt ihr eben ein bisschen mehr Lichtstärke untenrum und auch obenrum? Da bietet euch das Tamron dann natürlich mehr Lichtstärke. Wie gesagt, es gibt keinen klaren Gewinner. Bei der Schärfe ist das Tamron in der Mitte besser, das Sigma außen dafür ein bisschen besser. Ihr könnt abblenden, dann sind beide fast auf demselben Niveau. Es kommt also wirklich darauf an, was ihr für eine Brennweite und was ihr für eine Blende ebenso haben wollt. Hier müsst ihr euch da entscheiden. Wie gesagt, bei 100% wird euch das sehr schwer fallen, da überhaupt einen Unterschied groß sehen zu können. Da könnt ihr mit beiden Objektiven arbeiten. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie eins bevorzugen. Wenn ihr eben nicht in diesem Brennweitenbereich, wenn ihr den nicht braucht. Ich persönlich würde mal sagen,
Die 20 Millimeter Weitwinkel beim Sigma, die sind natürlich schon sehr, sehr gut. Also nicht gut bezogen auf die Bildqualität, da natürlich, die ist auch in Ordnung, aber ihr habt eben einen sehr großen Weitwinkel. Und manchmal bei Städtereisen oder so kann es eben sein, dass ihr ein bisschen mehr Weitwinkel haben wollt. Und da sind die 20 Millimeter gegenüber den 25 dann natürlich schon ein ordentliches Stück. Auch die 25 sind jetzt schon sehr gut gegenüber den 28, die das alte Tamron da hatte. Ich persönlich würde da also wahrscheinlich etwas mehr die Brennweite bevorzugen und die Lichtstärke wäre mir da nicht so wichtig. Aber wie gesagt, das könnt ihr für euch selber festlegen. Mir ging es jetzt erstmal darum, einen ersten kleinen Vergleich zu machen. Wie gesagt, das richtige Review von dem Objektiv, wie es im Autofokus performt, chromatische Aberration und so weiter, wie die Blende aussieht. Also das Bokeh von der Blende, das möchte ich euch dann noch in einem komplett einzelnen Review bringen. Da brauche ich aber noch ein paar Tage, weil ich möchte es eben ausgiebig testen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich verlinke euch mal alles unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das angucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt die einfach gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.